So, servus, grüß euch nochmal zurück, der Florian nochmal da. Jetzt geht es wirklich in den finalen Schritt, das Gerät in den Corpus einzulegen und einzubauen. Er ist, wie ihr seht, elektrisch angeschlossen, wie wir es zuerst gemacht haben. Ihr habt die Befestigungsklammern drauf. Ihr seht, ich habe mir jetzt auch Handschuhe angezogen, weil ich jetzt erstmalig auch das Gerät an der Glasfläche angreife. Vielleicht im Premium-Segment gar keine schlechte Idee, das so zu handhaben. Dann habt ihr keinen bösen Kunden, der sieht, ihr kümmert euch darum, es ist euch wichtig, was ihr da macht, deswegen auch jetzt hier meine Handschuhe. Nummer 2, ihr seht hier am Gerät einen kleinen Aufkleber. Das ist unsere 3-Jahres-Garantie für den Endkunden. Bitte den Kleber kleben lassen, weil der Kunde sich mit dem Code registrieren kann bei uns. Vielleicht sogar den Kunden bitte darauf aufmerksam machen, dass das die 3-Jahres-Garantie wäre, wenn er sich bei uns registriert. Ja, gut. Gerät ist vorbereitet, der Corpus ist vorbereitet, wie wir es zuerst besprochen haben, und dann brauchen wir das Gerät im Prinzip eigentlich nur noch in den Ausschnitt reinzuheben. Das heißt, ich setze das Gerät vorsichtig in die Arbeitsplatte ein, ist mit dem Dichtband außen herum jetzt in diesem Fall auf Tisch montiert in meiner Aufbausituation, geht natürlich auch flächenbündig. Ihr wisst, flächenbündig halt gut auf Schauen mit den Ausgleichsplättchen, die dabei sind, dass das auch schön flächenbündig drin ist. Einsilikonieren, wenn bitte mit schwarzem Silikon, wenn möglich, da unser Service mit schwarzem Silikon unterwegs ist. Aber ich glaube, das ist ja bei euch bekannt. Wie gesagt, in meinem Fall Auftischmontage. Und das letzte, was ich machen muss, wie ich es euch zuerst gezeigt habe, 20er Dogs, die Befestigung des Kochfeldes von unten, die werde ich jetzt gleich verschrauben und hinten diesen Flansch nach außen schieben, bis er an der Rückwand ansteht, kurz andrücken am Corpus und das Gerät ist fix fertig eingebaut. Das letzte, was ich dann noch mache, ich setze dem Kunden den Fettfilter ein ins Gerät, ich gebe die Verschlussklappe drauf, schaue, dass das alles sauber ist beim Kunden, mache einen einmaligen Gerätetest mit dem Kunden, schalte das Gerät einmal ein, dass das auch funktioniert. Und so ist Bora Pure auch schon eingebaut. Einfach, schnell, Bora Pure.